Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Guten Tag. Entschuldigung. Bin ich hier richtig? Ich möchte zur Beratung für Arbeit und Bildung oder so ähnlich. Ja, ich glaube, Sie sind richtig. Hier ist die Bildungsberatung. Wir warten auch. Ah, gut. Ich heiße übrigens Fadi Thoma. Hallo? Ich bin Claudia Becker. Suchen Sie auch Arbeit in Deutschland? Ich arbeite zurzeit als Aushilfe. Ich hätte aber lieber eine richtige Stelle. Mein Kollege hat mir den Tipp mit der Beratung gegeben. Ich hoffe, die können mir hier helfen. Wenn Sie Arbeit suchen, ist vielleicht auch die Agentur für Arbeit die richtige Adresse. Die Beratung hier hilft vor allem, wenn Sie Probleme mit Ihrem Abschluss oder so haben. Dann bin ich bestimmt richtig. Ich habe nämlich keine formale Ausbildung. Das hat mein Chef so gesagt. So, dann ist jetzt Herr Thoma an der Reihe. Das bin ich. Bitte, setzen Sie sich, Herr Thoma. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Thoma, was kann ich für Sie tun? Ja, Sie können mir vielleicht helfen, eine interessante Arbeitsstelle in Deutschland zu finden. Ich bin mit meiner Familie, vor 4 Jahren, aus dem Irak nach Deutschland gekommen. Ich habe Deutsch gelernt, und im letzten Jahr, auch verschiedene Jobs als Aushilfe gemacht. Seit ein paar Monaten, versuche ich eine feste Stelle, in meinem Beruf zu finden. Aber ohne Ausbildung, ist das irgendwie schwierig. Okay. Dann schauen wir mal. Sie verfügen über eine Arbeitserlaubnis in Deutschland. Richtig? Ja. Die Arbeitserlaubnis habe ich. Gut. Sie sagen, Sie haben keine Ausbildung. Was sind Sie denn von Beruf? Und was für einen Schulabschluss haben Sie? Ich bin im Irak 9 Jahre zur Schule gegangen. Der Abschluss heißt hier, mittlerer Schulabschluss, glaube ich. Danach habe ich angefangen, in der Werkstatt mitzuarbeiten. Mein Vater und mein Onkel hatten einen Laden mit Werkstatt. Wir haben Kühlschränke, Waschmaschinen und überhaupt alle elektronischen Geräte repariert und verkauft. Hier würde man wahrscheinlich sagen, Sie sind Hausgerätetechniker. Ja, das habe ich auch schon gehört. Sie haben aber kein Zeugnis über eine Berufsausbildung oder ein anderes Dokument über Ihre Arbeit? Nein, das habe ich leider nicht. Haben Sie ein Abschlusszeugnis von der Schule? Ja, aber zu Hause. Von den Deutschkursen habe ich auch Zeugnisse. Sehr gut. Sie haben eben gesagt, dass Sie schon in Deutschland gearbeitet haben. Welche beruflichen Erfahrungen haben Sie genau? Und wo haben Sie gearbeitet? Ich habe verschiedene Jobs gemacht. Zuerst habe ich für ein Pizzataxi gearbeitet und abends Essen ausgeliefert. Das heißt, Sie haben einen Führerschein? Ja, Klasse B. Ich habe meinen Führerschein aus dem Irak umschreiben lassen. Ich habe auch die Prüfung hier noch einmal gemacht. Sehr gut. Das ist eine wichtige Qualifikation und Voraussetzung für viele Arbeitsstellen. Bitte, erzählen Sie weiter.
Was haben Sie noch gearbeitet? Im Moment arbeite ich im Lager von einem Möbelgeschäft und stelle Waren für Kundenaufträge zusammen. Macht Ihnen die Arbeit Spaß? Nein. Diese Arbeit im Lager gefällt mir nicht so gut. Der Schichtdienst ist sehr anstrengend, und ich habe nicht viel Kontakt zu anderen Leuten. Haben Sie von Ihren Arbeitgebern Bescheinigungen über Ihre Tätigkeiten oder Arbeitszeugnisse? Ich habe Bescheinigungen, aber ich glaube, nicht von allen. Ich habe oft einfach vergessen, danach zu fragen. Bringen Sie zum nächsten Termin bitte alle Dokumente und Bescheinigungen mit. Das ist wichtig. Es ist vielleicht sinnvoll, dass Sie Ihren Schulabschluss anerkennen lassen. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn Sie Ihre praktischen Erfahrungen gut dokumentieren können. Okay. Ich werde versuchen. Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft denn genau vor? Ich hätte gerne eine unbefristete Stelle in Vollzeit, am liebsten in meinem Beruf. Ich würde gerne meine Erfahrungen nutzen. Und es ist mir auch wichtig, wieder mehr Kontakt mit Kunden zu haben. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Möchten Sie auf jeden Fall als Angestellter arbeiten, oder können Sie sich auch vorstellen, sich selbstständig zu machen? Eine selbstständige Tätigkeit ist für mich als Familienvater zurzeit nicht sehr attraktiv, muss ich sagen. Das verstehe ich. Ich denke auch, dass Ihre Chancen, in dem Bereich eine Stelle zu finden, nicht schlecht sind. Es kann nur sein, dass Sie zunächst ein unbezahltes Praktikum machen müssen, oder eine Anpassungsqualifizierung. Aber das ist der nächste Schritt. Wir machen am besten für nächste Woche einen Termin aus. Und Sie versuchen bis dahin, alle Unterlagen zu besorgen. Einverstanden? Ja, klar. Vielen Dank. Keine Ursache. Wie sieht es denn bei Ihnen nächste Woche am Samstag um 10 Uhr? Ja, das passt mir sehr gut. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt haben, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.